We are getting into the text if you can't understand. Genesis 1, verse 1. In the beginning, Alright, let's get into the text, yeah. So, that is our intro into the Bible. Das war jetzt unsere Einführung in die Bibel. So, what is very important for this next section Was jetzt total wichtig sein wird für den nächsten Abschnitt, is the Bible is not written for us. die Bibel ist nicht an uns geschrieben, Well, it is. Never mind. Just kidding. The Bible is written for us. aber sie ist für uns geschrieben, It is not written to us. aber nicht direkt an uns. And on that note, we are going into the text. Und das behalten wir im Hinterkopf, wenn wir jetzt in den Text einsteigen. So, what is the first chapter about? Worum geht es im ersten Kapitel? Golden days. Creation it is. Genau, es geht um die Schöpfung. Does everyone understand creation? Versteht jeder Schöpfung? Can I just skip that and we can move on to the next topic? Kann ich das einfach überspringen? So, like I was saying earlier, Wie ich vorhin gesagt habe, we have viewpoints. gibt es ganz verschiedene Meinungen. I'm not even going to go with liberal and conservative this time. Diesmal mache ich nicht mal liberal und konservativ. I'll go with the 4.55 question mark billion. Also wir haben aber auf der einen Seite 4,5 Milliarden Jahre. And then we have 6 to 10,000 years. Und auf der anderen Seite die Vorstellung, dass es vor 6.000 bis 10.000 Jahren passiert ist. The gap is wide, Es ist eine breite Spanne. and honestly, I don't know how many people are in between. Ich weiß gar nicht, ob es da so viele Leute gibt, die irgendwo dazwischen liegen. Maybe the flat earth people. Vielleicht die Leute, die eine flache Erde glauben. They don't belong anywhere. But what is going on, and why are there two? Was ist los? Warum gibt es da so zwei Meinungen? Yeah, moving on. Flood. Okay, kommen wir weiter zur Sintflut. Oh boy. Just kidding. But really. This is a hotly debated topic. Ein Thema, zu dem es heiße Diskussionen gibt. And people make fun of both sides all the time. Und beide Seiten machen sich übereinander lustig. Actually, we can say science Man könnte auch sagen Wissenschaft and biblical theory. und biblische Theorie. Why I say biblical theory? Warum sage ich biblische Theorie? It's because all the ages added up throughout the Bible and in Genesis pegs it around 6 to 10,000 years. Weil wenn man die ganzen Altersspannen in der Bibel, zum Beispiel in 1. Mose, zusammenrechnet, dann kommt man irgendwie auf ein Datum von 6.000 bis 10.000 Jahren. And some of you might be wondering, why is there a 4,000 year gap if, like, how bad are Bible scholars with math? Ihr fragt euch wahrscheinlich, ja, warum heißt es jetzt 6.000 bis 10.000? Warum gibt es nicht einfach eine Zahl, können die nicht rechnen? And it goes back into, these people are not German. Aber es ist halt so, die Leute damals waren keine Deutschen.
they have a lineage of people, wenn die so einen Stammbaum haben von Menschen, and they'll just skip people. dann haben sie manchmal Leute übersprungen. They'll just say, this father begat so-and-so, who begat so-and-so. So und so gebar so und so und so und so. And you're like, oh, that must be the actual father. Und dann denkt man sich, aha, dann war der also der Vater von dem anderen. And then you look in another book in the Bible, Aber dann schaut man sich das in einem anderen Bibelbuch an and there's sometimes like 3 generations in between them. und dann sieht man, dass da manchmal 3 Generationen noch zwischendrin waren. And you're like, what is going Und man on? fragt sich, was ist hier los? How can you be the father of... Ay, ay, ay. Ja, wie kann er jetzt der Vater sein? So they just do like a extra 4,000 years for potential missed people. Und so könnte man sagen, ja, 6.000 bis 10.000 und so für ein paar, die vielleicht ausgelassen wurden, mit einzuziehen. Because one thing about the first 11 chapters of the Bible Denn etwas, was man sagen kann über die ersten 11 Kapitel der Bibel, is it's kind of confusing. ist, dass es schon ein bisschen verwirrend ist. But there is something that I would kind of like to more focus on in this time, Es gibt etwas Bestimmtes, auf das ich ein bisschen mehr eingehen will. and it has nothing to do with the time periods. Und es hat nicht so sehr mit der Zeit zu tun. It has more to do with evolution, Sondern mehr mit Evolution. how we believe in ourselves, Und auch, wie glauben wir, was glauben wir über uns selbst, wie glauben wir an uns selbst? and a best guess at what is actually trying to get across. Und dann eine Vermutung, was uns dieses Buch sagen will. I say best guess because there are lots of great guesses out there. Und ich sage eine gute Vermutung, weil es jede Menge verschiedener Vermutungen gibt. So don't be like, Mark said this, so I have to believe it for the rest of my life. Jetzt denkt ihr also nicht, Marc hat mir das erzählt, das muss ich jetzt mein ganzes Leben lang glauben. Because heck, I don't know how long I'll believe it for. Denn ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, wie lange ich eine bestimmte Meinung habe. But when we're looking at Genesis chapter 1 and 2, Aber wenn wir uns 1. Mose 1 und 2 anschauen, we see something very important. sehen wir da was ganz Wichtiges. We see how God is extremely involved in chapter 1. Da sehen wir, wie Gott sehr stark tätig ist in Kapitel 1. We see how over and over and over again God spoke. Immer und immer und immer wieder hat Gott gesprochen, Miracles happen. Wunder sind geschehen. And he's like, yeah, that's pretty good. Und dann sagt er, ja, das war ziemlich gut. And he does that with every aspect of creation. Und das heißt es zu jedem Aspekt der Schöpfung. And then at the end, we see him with humans. Am Ende sehen wir ihn dann mit Menschen. He says, subdue and take dominion over the earth. Er sagt, sie sollen Herrschaft ergreifen über die Erde. Und sie sich untertan machen. I actually did not read what it said in the NLT, Ich habe mir das nicht genau angeschaut, wie es in der NLT oder in der Neues Leben Bibel so I'm not quite sure what your Bible actually says. Aber ich guck mal kurz, was es wirklich da heißt. But it is something that is very interesting to see. Das ist was echt Interessantes zu beobachten. How he is saying, I've made this place for you guys. Wie Gott zu den Menschen sagt, ich habe diesen Ort für euch erschaffen. I have gone through the details. Ich habe mich um die Einzelheiten gekümmert. Now subdue it Und jetzt macht ihr weiter, macht es euch untertan and take dominion over it. und beherrscht es. He doesn't say, try and avoid as much of the earth as possible and live as frugal as possible. Da heißt es nicht, versucht so viel von dieser Welt zu vermeiden wie möglich und lebt so sparsam wie möglich, But to live in the land, use the land, cultivate the land. sondern im Land zu leben, das Land nutzbar zu machen und das Land zu entwickeln. It is a mind shift change that he is trying to present to people. Da möchte der Autor den Menschen eine Änderung ihrer Denkweise vorstellen. Very popular at this time period, especially Abraham, Isaac, and Jacob, Denn zu dieser Zeit, vor allem so zur Zeit von Abraham, Isaac und Jakob,
were nomadic people. war die nomadische Lebensweise. They were hunter-gatherers. Diese Menschen, die haben gejagt und waren Jäger und Sammler. So they pretty much let the land do what the land does Die haben das Land im Prinzip sich selbst überlassen, and live off it. aber haben irgendwie schon davon auch gelebt. And here we see this change Aber hier sehen wir eine Veränderung. to an agriculture and herding mentality. Da wird etwas vorgestellt, was mehr mit Landwirtschaft und mit Viehwirtschaft zu tun hat. He's still clearly saying to take care of the earth. He's not saying destroy it and pollute it. Und das sagt schon auch klar, kümmert euch um diese Welt nicht, zerstört die Natur und vergast sie. But he's saying live in the land. Aber es heißt schon, lebt in diesem Land. Help the land to know what to do. Hilft dem Land zu wissen, was es zu tun hat. Yes, and the land can think. And that's why we need Yes, that's why we have that. Weil das Land ja nicht denken kann, sondern wir Menschen ihm weiterhelfen. So that is one massive point. Also das ist ein ganz wichtiges Thema hier. Another point is how did he create man? Ein anderes Thema ist, wie hat Gott den Menschen geschaffen? So, to be honest with me, I do believe animals can evolve to an extent over time. Ganz ehrlich, ich glaube, Tiere können ein Stück weit schon sich weiterentwickeln, so evolutionär, in einer bestimmten Zeitspanne. When they say like all house cats came from a cat in Africa, that part I don't know how close that is, but it does kind of make a little sense. Wenn es heißt, dass alle Hauskatzen ursprünglich von einer Wildkatze in Afrika abstammen, damit kann ich leben. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber es könnte schon sein. But when you say a cat can turn into a monkey that can turn into a human, I get kind of confused. Aber wenn es heißt, dass eine Katze zu einem Affen werden kann und der dann zu einem Menschen, da werde ich ein bisschen verwirrt. And I think when you start looking at life like that, Ich glaube, wenn man das Leben so betrachtet, it steals the importance away from the first two chapters of the book of Genesis. dann raubt es den ersten 2 Kapiteln von 1. Mose wirklich ihre Bedeutung. In the first chapter, humans are the pinnacle. Im ersten Kapitel, da sind die Menschen der Höhepunkt. He creates everything and it's good. Gott schafft all die verschiedenen Dinge und es ist gut. Once it's good, he handcrafts humans to put into it. Und sobald das alles gut geschaffen ist, dann formt er die Menschen von Hand und setzt sie da hinein. It wasn't a genetic deformity that created humans. Es war nicht nur so eine genetische Weiterentwicklung, so ein Zufall, der zum Menschen geführt hat, But when we look how he created us out of the dust of the earth. sondern da ist beschrieben, dass Gott uns aus dem Staub der Erde erschaffen hat. Breathing into our nostrils the breath of life. Dass er in uns den Lebensatem hineingeatmet hat. It makes it so we are different. Und das heißt, dass wir anders sind. It makes it so we are special in our Father's eyes. Es zeigt, dass wir etwas Besonderes sind in den Augen unseres Vaters. This book was written to a group of people that just left Egypt. Das Buch wurde an eine Gruppe von Personen geschrieben, die gerade aus Ägypten rausgezogen sind. Been in Egypt for 400 years. Nachdem sie 400 Jahre lang in Ägypten feststeckten. They didn't necessarily have a great understanding of who they were going into Egypt, Die hatten vielleicht noch nicht mal so eine gute Vorstellung dessen, wer sie waren, als sie nach Ägypten hineingezogen sind. leaving Egypt after 400 years, they were probably thinking more like Egyptians than they were like anything else. Als sie dann aus Ägypten rauskamen, 400 Jahre später, haben sie wahrscheinlich mehr wie Ägypter gedacht als sonst was. Egypt was a nation that had a pantheon of gods. Und Ägypten war eine Nation, die ein ganzer Himmel voller Götter verehrt haben. Man, they had a god for like everything. Die hatten einen Gott für alles im Leben. You have a god for a house, Einen Gott für ein Haus, you have a god for the water, einen Gott fürs Wasser, you have a god for the river, einen Gott für den Fluss, you have a god for the rain, einen Gott für den Regen and so on and so on and so on. und so weiter und so fort. In the first chapter, we see over and over again God saying, I am the God that did this. Und im ersten Kapitel sehen wir, wie Gott immer wieder sagt, ich bin derjenige, der das getan hat. I am the God that created the world.
Ich bin der Gott, der die Welt geschaffen hat. I'm the one that gave you water. Ich bin derjenige, der dir Wasser gegeben hat. I'm the one that gave you fertile land. Ich bin derjenige, der dir fruchtbares Land gegeben hat. I gave you the trees, Ich habe euch die Bäume gegeben, the animals, die Tiere and I created you. und ich habe dich erschaffen. You aren't an afterthought. Du bist nicht ein Nachgedanke. You're not a mistake. Du bist kein Fehler. You're not a problem that happened. Du bist kein Problem, das passiert ist. There wasn't controversy between a bunch of gods and popped out humans. Gab nicht so einen himmlischen Streit zwischen verschiedenen Göttern und da kam dann ups, ein Mensch davor. You are the reason why all of this is here. Du bist der Grund, warum es alles andere gibt. So we see very clearly that God is trying to get something across. Gott will hier also ganz klar was rüberbringen. How accurate it is, Wie akkurat, wie faktisch das alles ist, when it comes to the science of everything, was die wissenschaftliche Seite davon angeht. the people at that time weren't really caring. Das war den Leuten zu der Zeit echt egal. They were looking for an identity. Worum es da geht, ist eine Identität. I'm not saying God just made up a random story, Ich sage damit nicht, dass Gott einfach eine Zufallsgeschichte erfunden hat. even though that is a belief. Es gibt Leute, die das tatsächlich glauben. There's a belief the first 11 chapters are kind of more of a parable analogy story. Es gibt Leute, die denken, die ersten 11 Kapitel von 1. Mose ist mehr so eine Analogie oder wie ein Gleichnis. What I want you guys to focus on when you're reading them, though, is more of what would be the importance of people who don't have an identity reading these stories would be. Aber eine ganz gute Herangehensweise an diese Kapitel ist, sich zu überlegen, was können Menschen, die noch keine eigene Identität haben, aus diesen Kapiteln lernen. This is something that has troubled theologians for years. Das ist etwas, was Theologen jahrelang Sorgen bereitet hat. Why is there two stories? Warum gibt es 2 Schöpfungsberichte? I can't tell you an answer. Ich kann dir da keine klare Antwort geben. What has troubled a lot of theologians, not all, Was auch viele Theologen beschäftigt, nicht alle, aber viele, is they say the Hebrews are like every other nation in the world. ist, dass sie sagen, die Hebräer sind wie jede andere Nation auf der Welt. They had to create civilization and slowly build on that theory. Sie mussten ihre eigene Zivilisation entwickeln und dann langsam auf dieser Theorie aufbauen. For example, that was about to be politically correct. What are they called? First Nations people of North America. Zum Beispiel die, ich nenne sie einfach mal Ureinwohner von Nordamerika. You can see in their culture how gods appeared over time. Da kann man sehen in ihrer Kultur, wie sich Götter über die Zeit hin entwickelt haben oder wie Menschen mit der Zeit über neue Götter geredet haben. You can see how rituals were built over time. Man kann sehen, wie Rituale entstanden sind im Laufe der Zeit. And this is really a question that will come up when you're reading the Pentateuch. Und es ist eine Frage, die sich schon stellt, wenn man durch die 5 Bücher Mose liest. Do you want to believe that God gave Israelites the rituals that he was asking for at that time? Willst du glauben, dass es Gott war, der den Israeliten die Rituale gegeben hat zu dieser Zeit? I'd say us as a department would believe that it all happened around 1406 to 1446. So zu dieser Zeit, wir glauben im Team, dass es so 1446 bis 1406 vor Christus passiert ist. But there are theories that range from everything. Aber Or da everything. gibt es also ganz verschiedene Theorien, wann das Ganze passiert ist. But when you're reading the first 11 chapters especially, Aber vor allem, wenn wir die ersten 11 Kapitel lesen, I'd say really try and grab that lens of the people that are leaving Egypt. dann versucht das echt durch die Brille zu sehen, der Personen, die damals aus Ägypten rausgekommen sind.
And then I go from like, oh, yes. So the antithesis of then God giving them the rituals they believed, the opposite theory of that would be they developed those rituals over time. Yes. Genau, also wir glauben, dass Gott ihnen so bestimmte Verordnungen gegeben hat, bestimmte Feste und Rituale. Der andere Sichtpunkt wäre, dass sie das selbst im Laufe der Zeit entwickelt haben und dann nur gesagt haben, es hat Gott gegeben. Which then puts the first 11 chapters as more parables, analogy, and myths. In dem Fall glauben die Leute eben, dass die ersten 11 Kapitel der Bibel eigentlich nur erfunden sind und halt so Gleichnisse erzählen, wo das Ganze hergekommen ist, theoretisch. Which makes it kind of confusing. Aber das ist ein bisschen verwirrend, wenn man in die Richtung gehen will. One way to help explain why there's two different analogies. Warum es so zwei verschiedene Sichtweisen gibt, könnte man so erklären. I can draw this picture. It's fun. Ich will euch ein Bild malen. Y'all are getting too stoic. So, that's maybe a little long. Can anybody tell me what this is? Kann mir jemand sagen, was das ist? Well, it's lacking ears, but I think it's an elephant. There we go. What? First guess. I love it. That's impressive. This is an elephant. I thought it was an ant, but anyway. For the kiwi. So, we're gonna play 3 blind men with this game. This is not a game at all. I don't know why I said that. We're gonna pretend there's 3 blind men on this elephant. Tun wir mal so, als gäbe es jetzt hier 3 blinde Leute. We'll make one a lady just because. Or it could be a guy in a skirt, right? Or it's a guy in a dress. Okay, also wir haben da 3 Blinde bei diesen Elefanten. And so, one guy's at the legs of an elephant. Eine steht neben dem Bein von einem Elefanten. He's feeling up the legs. Und er fühlt, wie sich dieses Bein anfühlt. He's blind, he has to use touch. Weil er ja blind ist und seinen Tastsinn benutzen. And he's like, it's like a tree. Und er sagt, dieser Elefant der ist wie ein Baum. And the lady on the tail Diese Dame hier am Schwanz, is like, it's not like a tree. die sagt, das ist doch kein Baum. It's like a fan or something. Das ist mehr wie eine Tischdecke. One of those old Egyptian fans, you know, like on the stick with the little poof on top. Sure. Yeah, there we go. Thank you. Oder so ein Baby. And then we have the other guy on the trunk. Und dann haben wir noch einen und der ist hier an dem Rüssel. And he's like, nah, this thing's like a snake. Und er sagt, nee, ein Elefant ist wie eine Schlange. And it's 3 things, and they're just describing what they know. 3 total unterschiedliche Sichtweisen und die versuchen alle zu beschreiben, was sie wissen. As best as they can, So gut sie es können. with the information that they have. Mit der Information, die sie jeweils haben. And so that is something that throughout the Bible, Und das ist etwas, was durch die Bibel hindurch we'll see sometimes where even a book will contradict a book. wir sogar beobachten können, dass ein Buch einem anderen Buch widerspricht. The easiest example is with Kings and Chronicles. Das leichteste Beispiel, das krasseste Beispiel ist zum Beispiel Könige und Chronik. And I don't know the numbers offhand, but when it comes to like Solomon's horses, Und ich weiß nicht mehr genau, was die Zahlen waren, aber da wird beschrieben, wie viele Pferde König Salomo hatte. and in one book he has like 130,000 horses, Im einen Buch hat er irgendwie 130.000 Pferde and the other book he has like 200,000 horses. und im anderen vielleicht 200.000 Pferde. You're like, Bible, can't you even get yourself correct? Und du denkst, so Bibel, kannst du da nicht mal übereinstimmen? There's an easy explanation for that compared to the first 11 chapters. Und in dem Fall ist die Erklärung noch relativ einfach im Vergleich zu manchen aus den ersten 11 Kapiteln. Is they were recorded at different times. Vielleicht wurde es einfach zu unterschiedlichen Zeiten gezählt. Chronicles was written and probably knew the peak of what Solomon had. Chronik wurde wahrscheinlich geschrieben zur Zeit, zur Höhezeit von Salomos Regierungszeit. Where Kings was just at some time in his life he had that many, but it doesn't say that was the most he ever had. Und Könige beschreibt wohl, wie viel er sonst zu einer anderen Zeit in seinem Leben hatte, aber halt nicht die Höchstzahl, die er jemals hatte.
That's an extreme example. Das ist jetzt ein herausgepicktes, extremes Beispiel. But we have these. I'm really drawing circles around this. It's people thinking. Is anyone confused yet? Nobody's confused. I'm confused. I'm confused. We're all good. You are a smart class. Yes. So are you okay with the two creation stories a little bit? Are we willing to move on, or shall I try Like and the pull two out theories, another you mean? example? Say what? Like the two theories? No, like there's one in chapter 1 and one in chapter 2. Oh, okay, yeah, Es gibt ja zwei Schöpfungsberichte, einen in Kapitel 1 und einen in Kapitel 2. I'm sorry, what? Were you talking about the creation of the earth and then Eden? What are you talking about? In Genesis, there's like In two Genesis different chapter accounts of 1, there is a couple accounts of the creation story. You can tell one has Adam and Eve, and other just says Right, yeah, human. right, exactly. Created man. One forces man to work a lot more, one is kind of more just about creation in general. Es gibt also zwei Berichte über die Schöpfung in den ersten zwei Kapiteln. Im einen geht es mehr darum, dass dem Mann gesagt wird, dem Menschen gesagt wird, was er alles machen soll. Im anderen geht es mehr darum, um die Einzelheiten der Schöpfung. Chapter 2 is a proof that we as humans were made to work. Kapitel 2 ist der Beweis, dass wir als Menschen Chapter 1 is like, God can do everything. für Arbeit gedacht sind. Und in And that's- Kapitel 1 scheint es ein bisschen so, dass Gott sagt, lass mich mal machen. Yes. Now we will jump into the flood story. Jetzt springen wir zur Flutgeschichte, die Sintflut. I prefer the flood story because I think it's easier to explain. Ich mag die Geschichte von der Sintflut, ich finde sie leichter zu erklären. There are three main theories of the flood story, Da gibt es wieder drei Theorien zu dieser Geschichte. and they go from it's a parable, Die reichen von es ist ein Gleichnis, also eine erfundene Geschichte. it's a localized flood, Es war eine lokal begrenzte Überflutung. and it's a worldwide flood. Und es ist eine Sintflut, die die ganze Welt bedeckt hat. Did people know there was a debate over the flood story? War euch das Or bewusst, is this new for some? dass es da so kontroverse Diskussionen gibt über die Sintflut? Oder ist das euch neu? Okay. So, like I said before, there is the moving of thinking of the first 11 chapters are pretty much all a parable. Wie ich schon gesagt habe, es gibt Leute, die sehen die ganzen ersten 11 Kapitel im Prinzip so als eine Geschichte. And that's where the parable theory comes. Und dazu passt natürlich auch, dass man die Sintflut auch so sieht. Now, I'd say more conservative scholarships Unter mehr konservativen Bibelforschern will bounce between both the localized and the worldwide flood. da dreht es sich eher darum, ob das jetzt eine weltweite Flut war oder eine eher lokal begrenzte. Most people who would say worldwide flood Die meisten Menschen, die sagen würden, das war eine weltweite Flut, are people who would say the earth is 6,000 to 10,000 years old. die würden auch sagen, die Welt ist etwa 6.000 bis 10.000 Jahre alt. The localized flood are people who kind of are in both parties. Some will say 4.5 billion, some will say 6,000 to 10,000 years. Unter denen, die sagen, das war nur eine Flut in dem Teil der Erde, die glauben entweder das eine oder das andere Datum. A ridiculous amount of time and science has been put into figuring out, are these even possible? Da wurde schon ganz viel Zeit reingesteckt, ganz viele Mittel in der Wissenschaft, gerade in der christlichen Archäologie, um herauszufinden, ist das überhaupt möglich. And scholars on both sides will say, of course, a worldwide flood is possible. Und es gibt Forscher, die sagen, natürlich ist es möglich, dass die ganze Erde überflutet wurde. But if it was a worldwide flood, it would have taken maybe years, many, many years, for the waters to subside enough to actually have mountains and valleys again. Aber dann könnte es sein, dass es jahrelang gedauert hätte, bis das Wasser versickert wäre, dass dann wieder Berge zum Vorschein kommen. So that's why people move to the localized flood. Das ist ein Hauptgrund, warum Leute
dazu tendieren, eher über eine lokale Flut nachzudenken.